Und ich begrüße euch jetzt, wo wir alle total andächtig geworden sind und das Mikro überprüft haben. In Gottes Namen, in seinem und in ihrem Namen, Gott, Vater, Mutter, eingeborener Sohn, auf den wir adventisch warten, und Heiliger Geist. Amen. Jetzt kommt der Moment, wo ich dieses Feuerzeug nehme, was wir jetzt gerade kunstvoll akquiriert haben, und ich entzünde die Kerze zum zweiten Advent und dann beten wir miteinander. Lasst uns beten. Schenkender Gott, in dieser Zeit des Wartens, der Erwartung, der Vorfreude, der Vorausahnung dessen, was da kommt an Weihnachten, mache mich ungeduldig wie ein Kind. Nimm mir die Abgeklärtheit und Ruhe des Erwachsenen und lasse mein Herz wild schlagen in der Freude auf das, was kommt. Lasse auch in meinen Augen das Licht der Freude leuchten. Und lass mich mit Inbrunst aus voller Seele und voller Brust einstimmen in die Weihnachtschöre der Engel. In dieser Zeit des Wartens lass mich im Warten aktiv sein. Beginnen, die Welt auf Weihnachten vorzubereiten. Nicht mit noch mehr Lichterketten, sondern mit dem Leuchten eines Lächelns. Lass mich die Vorfreude jetzt schon leben, darauf, dass das Leben anders durch deine Ankunft sein kann, anders sein soll. Lass mich der Welt ein Licht der Ahnung geben, was noch kommen kann. Nimm mir die Haltung des vorsichtigen Abwartens und gib mir brennendes Warten, froh sein in Hoffnung, ungeduldig sein in Liebe und mache mich voller Freude, Frieden zu schenken, anstatt Geschenke zu kaufen. Und mache sie kurz, diese Zeit des Wartens. Komm in unsere Welt. Amen. Nachrichten hören ist ja manchmal schön und manchmal weniger schön. Und ich habe vorher noch irgendwo im Fernsehen oder im Radio Nachrichten mitgekriegt. Und dann hört man, dass an der Grenze zur Ukraine sich 70.000 oder mittlerweile noch mehr Soldaten schon versammelt haben und dass man nicht weiß, wie es dort weitergeht und wie es da im Januar aussieht. Und das bringt mich jetzt über eine sehr ernste Kurve zum Friedensgruß. Und im Advent haben wir das auch. Wir sind geschäftig und bauen Krippen auf und wunderbare Tische mit wunderbaren Dingen, die man kaufen und verschenken kann. Und manchmal ist das Drandenken, was so viel mehr wert ist wie das teuerste Geschenk. Und das ist die Einladung, dass ihr immer mal wieder innehaltet, auch in diesen Vorbereitungen und in dieser Zeit, die wir oft nicht nur als Wartezeit, sondern auch als stressige Zeit empfinden. Mal Luft holen und überlegen, oh, an wen könnte ich denn gerade mal denken? Und dem mal eine Runde Liebe schenken oder ein Lächeln oder einen Gedanken oder eine Karte nur schicken und die kostet ein paar Cent Porto und ist vielleicht ganz arg viel wert. Und wir sind hier eine wunderschöne große Gruppe und ihr dreht euch mal rum und lächelt euch an, auch durch die Maske durch kommt es an und fließt hindurch, im Gegensatz zu dem, was nicht hindurch fließen soll. Und dann winkt ihr einander zu und freut euch, dass ihr da seid und wünscht einander den Frieden Gottes. Ja, Entschuldigung, das ist total doof hier mit den Mikros. Ich höre mich brutal laut und ihr hört es nicht. Danke Heike immer für das Signal. Und ich habe 2 Mikros, in die spreche ich abwechselnd rein. Der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen.
Mal sehen, ob ich ins richtige Mikro spreche. So, gut. Also, Jesaja 11, die Verse 1 bis 10. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, und der Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Frucht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Frucht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, den Armen, und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Und kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen miteinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, und das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reich aus den Wurzeln Isais dasteht, als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, der er wohnt, wird herrlich sein. Amen. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, diejenigen, die mich kennen, ich habe es so mit Weihnachtskrippen und für mich ist das einer der schönsten Gottesdienste im Jahr und ich freue mich so, dass ich den mit euch teilen kann. Ich habe es mal so überschlagen, es sind etwa 70 verschiedene Krippen da. Und keine zwei Darstellungen sind genau gleich. Und jede erzählt irgendeine kleine Geschichte. Manche sind ganz nah da, die kennen wir seit unserer Kindheit. Wir haben damit gespielt, Batman in der Krippe. Und andere sind ganz künstlerisch, manche sind ganz reduziert, andere wiederum ganz bunt. Wenn ihr jetzt glaubt, dass man das nicht mehr toppen kann, heute kam das hier in der Post. Ein Bastelbogen für eine Papierkrippe, ein Nachdruck aus dem Jahr 1982 Figuren. Das heißt, ich bin der restliche Sommer beschäftigt, diese Dinger hier auszuschneiden und dann aufzubauen. Das Ding wird wahrscheinlich riesengroß. Also von daher, es geht noch schlimmer. Aber wir wollen diese Krippen segnen, damit sie uns ein Segen sind. Und ich darf meine beiden Helferinnen bitten, zu mir zu kommen. Genau. Oder einfach da mal genau besser tauschen. Lasst uns beten. Gott, der du Mensch geworden bist, in einer Krippe, in einem Stall, in der Futterkrippe der Tiere, Immanuel, Gott mit uns. In diesen Tagen des Advents bereiten wir uns auf das Fest deiner Geburt vor, an dem wir feiern, dass du ganz bei uns bist. In dieser Zeit sehen wir diese Bilder von Stall und Krippe, sehen Ochs und Esel und Schafe, die Hirten, die heiligen drei Könige Maria und Josef und dich selber als Kind in der Krippe. Heute sind wir hier, um diese Krippen zu segnen, damit sie mehr sind als nur weihnachtliche Dekoration, sondern die Erinnerung daran, dass du bei uns bist. Ein unschuldiges Kind, hineingeboren in unsere Welt. Segne diese Bilder, damit sie uns mit hineinnehmen in das Wunder deiner Menschwerdung für uns. Segne sie, dass wir wie Kinder werden,
die mit staunenden Augen und Ohren zum ersten Mal hören, was geschah. Ein Friedensfürst ist uns geboren, der uns ruft, Friedensboten und Botinnen in der Welt zu sein. Segne die Ställe, und Esel, die Schafe und was sonst noch lebt im Stall, damit wir erkennen, dass es unsere Welt ist, in die du kommst. Lass uns Erwachsene mit kindlichen Augen sehen und verstehen, dass es unsere Welt ist, unsere Büros, Arbeitsstellen, Wohnungen, unsere Wirklichkeit, in die du geboren wirst. Segne die Hirten und die Könige, damit wir bei ihnen stehen können, mit unserem Wissen, unseren Gaben, unserer Angst in der Nacht, unserer Armut, mit all dem, was wir sind und was wir bringen. Lass uns sehen, dass wir neben ihnen stehen, in Erstaunen und Anbetung. Segne Maria und Josef, deine Familie, in die du hineingeboren bist. Öffne unsere Augen für die Vielfalt unserer eigenen Familien, diejenigen, die uns durch Geburt gegeben sind und die, in denen wir durch das Geschenk der Liebe heute leben. Segne die Engel und den Stern, damit wir ein Licht in unserem Leben sehen, dem wir folgen können. Und dass wir, wie die Hirtinnen und Hirten, hören können, wie die Engel singen. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Segne die Vielfalt dieser Krippen und der Bilder, damit wir erkennen, dass es nicht eine einzige Krippe ist, sondern dass du die Vielfalt unseres Lebens hineingeboren wirst in eine Krippe für jede und jeden von uns. Segne diese Krippen und die Zeit des Advents, der Vorbereitung auf das Wunder deiner Gegenwart in der Welt. Amen. Amen. Lieber Gott, sei jetzt da, wenn wir dein Wort hören. Öffne unsere Herzen und unsere Ohren und uns von oben bis unten. Und sei du bei unserem Prediger, beim Axel, der uns eine Predigt mitgebracht hat als dein Wort. Amen. Ein Test für die Technik. Danke. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wenn ich mir so euch anschaue, dann ist im Moment gerade Weihnachtsgottesdienst. Und darüber freue ich mich sehr, weil wer weiß, was auf uns zukommt. Aber wir wissen es ja, Weihnachten ist nicht etwas, was im Kalender steht, sondern Weihnachten ist etwas, was geschieht, was in uns geschieht. Und von den Krippen hören wir es ja gerade, es geschieht manchmal ganz anders. Ja? Ganz bunt oder ganz weiß oder aus Material, von dem wir nicht mal wissen, was es genau ist. Und manche haben Geschichten und manche sind gerade frisch in der Post angekommen. So ist Weihnachten. Weihnachten geschieht in uns. Und es darf geschehen. Und deswegen finde ich, ist es auch ganz passend, dass ich eine Weihnachtsgeschichte erzähle. Ein paar von euch kennen sie schon. Es ist eine der Geschichten vom kleinen Heiligen. Aber ich dachte, gerade heute, wo es um Krippen geht, dürfen wir uns nochmal Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich in dieser Krippe? Also, was geschieht da eigentlich? Wir gucken uns diese Bilder und diese Figuren an und
was passiert da? Was passiert da für uns heute? Also was damals passiert ist, ist einfach. Also da ist von einer jungen Frau ein Baby geboren, von dem sie nachher sagten, na, man weiß nicht so ganz genau, wer der Vater ist. Und es kamen irgendwelche Menschen und sie beteten an und kurz darauf musste diese junge Familie fliehen, weil Krieg herrschte im Land und Diktatur. Das ist damals passiert. Das kann heute passieren. Und deswegen ist es eine Weihnachtsgeschichte, die ich euch heute erzählen will. Und wie immer ist es eine Geschichte, die ich mir so ausgedacht habe, aber vielleicht ist sie ja irgendwo genauso passiert. Wie der kleine Heilige ein Krippenspiel plante. Es war August und es war gar nicht wie Weihnachten. Eigentlich gerade das Gegenteil. Draußen schien die Sonne, es war heiß und man hätte eigentlich viel lieber ins Freibad gehen wollen, als im Büro zu sitzen. Der kleine Heilige aber fühlte sich schon seit ein paar Tagen sehr weihnachtlich. Vor ein paar Jahren war er von der himmlischen Heiligenverwaltung hierher an den Rand der großen Stadt geschickt worden. Anfangs hatte er sich sehr schwer getan, wo es nicht so aussah wie in der Werbung, sondern wo sich die Menschen Tag für Tag um ihr Leben bemühen mussten, wo sie Sorgen hatten und hin und wieder das Glück der Liebe zu erleben. Er hatte eine Weile gebraucht, bis er sich eingelebt hatte. Am Anfang hatte er noch erwartet, dass er eine Aufgabe bekommen würde, etwas ganz Großes, etwas ganz Besonderes, eine Gemeinde gründen etwa, die wachsen und gedeihen würde und großartige Predigten halten, zu denen die Menschen von weit her kommen würden und die die Welt verändern würden. All das war nicht passiert. Stattdessen hatte er gelernt, dass er einfach nur bei den Menschen sein sollte, mit einem offenen Ohr, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das war gar nicht so einfach, wie es sich anhört, besonders nicht an Weihnachten, wenn die Menschen in Weihnachtshektik verfallen, die so gar nichts mit dem Frieden der heiligen Nacht zu tun hat. Einmal hatte er Weihnachten sogar ganz ausfallen lassen wollen und das nächste Mal hatte er es doch tatsächlich beinahe verschlafen. Das würde ihm dieses Jahr sicher nicht passieren, das hatte er sich fest vorgenommen. Dieses Jahr würde er Weihnachten gut vorbereiten und nicht erst am 20. Dezember damit beginnen, seine Weihnachtspredigt zu schreiben. Er würde auch früh genug beginnen, Weihnachtsgeschenke einzukaufen und Plätzchen würde er dieses Jahr auch backen. Und deswegen saß der kleine Heilige auch mitten im August an seinem Arbeitstisch. Die Klimaanlage war auf superkalt gestellt und er hatte den in der Zwischenzeit vertrockneten Adventskranz vom vergangenen Jahr herausgeholt. Anzünden würde er die Kerzen aber nicht. Die Zweige waren so trocken, dass er Angst hatte, dass der ganze Kranz Feuer fangen könnte. Neben ihm stand eine heiße Tasse Glühwein und aus dem CD-Player erklangen Weihnachtslieder. Sicher würden die Nachbarn ihn für verrückt halten, aber dieses Mal würde Weihnachten perfekt funktionieren. Dafür würde er schon sorgen. So saß der kleine Heilige also da und wartete darauf, dass ihm der perfekte Einfall kommen würde, wie er Weihnachten mit den Menschen am Rande der Stadt feiern könnte, jenen Menschen, die ihm so sehr ins Herz gewachsen waren. Die Einfälle wollten einfach nicht kommen, auch nicht nach dem zweiten Glas Glühwein. Von draußen zog der Geruch von Gegrilltem herein. Ihm lief das Wasser im Munde zusammen. Er könnte für die ganze Nachbarschaft Weihnachtsplätzchen backen. Nein, das war keine gute Idee. Mit Schaudern erinnerte er sich daran, wie seine letzten Kochversuche gescheitert waren. Es war echt schwierig gewesen, die angerückte Feuerwehr davon zu überzeugen, dass es nur ein Braten im Ofen war und nicht ein Großbrand. Also nein, keine Plätzchen. Die Weihnachtslieder brachten ihn auf eine Idee. Er könnte ein Konzert veranstalten mit den besten internationalen Weihnachtsliedern der ganzen Welt. Sicher würde sein guter Freund, der am städtischen Theater die Musicals dirigierte, ihn am Flügel begleiten. Aber dann dachte er an die gequälten Gesichter derer, die ihm beim Singen in der Kirche zuhörten. Nein, ein kleiner heiliger Soloauftritt war kein so guter Plan, nun dass er darüber nachdachte. Überhaupt, warum sollte er eigentlich alles alleine machen? In den letzten Jahren war es eigentlich immer dann besonders schön geworden,
wenn alle miteinander etwas organisiert hatten und dann miteinander feierten. Da kam ihm ein Gedanke. Warum eigentlich etwas ganz Ausgefallenes machen, wenn die gute alte Tradition doch so viele Möglichkeiten bot? Ja, das war es. Er würde ein Weihnachtstheaterstück schreiben, ein Krippenspiel. Etwas, wo für alle seine Freundinnen und Freunde und für seine Nachbarn eine Rolle dabei sein würde, wo sie einander und allen, die kommen wollten, die Weihnachtsgeschichte erzählen würden. Es würde natürlich nicht einfach nur ein klassisches Stück werden, wie damals im Kindergarten, geleitet von der netten Nonne, an die er sich noch so gerne erinnerte. Aber es würde auch nicht supermodernes werden. Er hatte da schon eine Idee. Und so setzte sich der kleine Heilige an seine altmodische Schreibmaschine und begann zu schreiben. Und tatsächlich, die Worte flossen nur so aus seinen Fingern in die Tasten und auf das Papier. Die nächsten Wochen vergingen wie im Flug. Schon nach ein paar Tagen des hektischen Schreibens bei hochsommerlichen Temperaturen hatte er eine Weihnachtsgeschichte geschrieben und er war stolz auf sein Manuskript. Nach Weihnachten würde er sich gleich hinsetzen und seinen Brief an die Heavenly Press Association schreiben, den himmlischen Verlag, bei dem alle Heiligen und Propheten und viele Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Werke veröffentlichten. Bestimmt würden die nur zu gerne seine Weihnachtsgeschichte veröffentlichen. Übrigens, Bücher gibt es nachher hinten am Tisch. Es war aber auch ein gutes Krippenspiel, das er da geschrieben hatte. Engel kamen darin vor und die Hirten bei ihren Schafen und Ochs und Esel. Und es gab eigene kleine Abschnitte für die Weisen, die dem Stern folgten, und die Familie des Wirtes, die nicht so genau verstand, was da in ihrem Stall eigentlich passieren sollte. Natürlich gab es tiefe theologische Einfälle und Besinnliches. Und es gab auch Streit und Action, und er hatte nicht vergessen, ein paar komische Rollen einzufügen. Diesen Teil würden die 3 römischen Soldaten übernehmen, und selbst die Tiere im Stall würden mitspielen. Selbstverständlich gab es auch die großen klassischen Rollen. Gabriel, der Maria die Geburt ankündigte, das war das Vorspiel vor dem ersten Akt. Und Josef, der Ehemann, der vom Engel träumte. Und es gab natürlich auch den ganzen großen Chor von Engeln, die am Ende das große Ehre sei Gott singen würden. Er hatte sogar noch eine moderne Version davon geschrieben und sie gleich an seinen Freund, den Musiker, gemailt, damit der eine fetzige Melodie dazu komponieren würde, wie er es für die Kindermusicals schon so oft getan hatte. Alles in allem war der kleine Heilige sehr stolz. Ein Stück für die ganze Familie, die Erwachsenen wie auch für die Kinder. Natürlich würde er dieses Stück nicht mit Laiendarstellern und Darstellerinnen aus der Gemeinde aufführen können. Nein, dazu bräuchte es geschulte Schauspielerinnen und Sänger, die das alles spielen konnten. Wie gut, dass er Beziehungen zu einem der Theater in der Stadt hatte. Und tatsächlich, das Ensemble des Theaters sagte spontan zu, und sie würden auch noch ein kleines Orchester mitbringen und die Kostüme würden sie schon ein paar Tage vorher mitsamt ein paar Requisiten in die kleine Kirche bringen, in der das Stück aufgeführt werden sollte. Inzwischen war es Winter geworden. Nur noch ein paar Wochen bis zum Heiligen Abend und der kleine Heilige wurde immer aufgeregter. Er hatte ein paar der Proben gesehen und es war so beeindruckend, was da auf der Bühne entstand. Die Stimmen, die Mimik, die Gesten und die Einfälle des Regisseurs. Und als dann auch noch das Orchester mit einstimmte, da wurde das Ganze noch beeindruckender. Neben der Proben und seiner täglichen Arbeit machte der kleine Heilige noch Werbung. Natürlich hatte er Flyer drucken lassen, die er an alle Menschen und Organisationen, die er kannte, schicken wollte. Und an die Gemeinderäte und an die wichtigen Menschen in der Stadt und an den Bischof natürlich auch. Aber dieses Jahr, da würde er ganz modern sein und seine vielen Freunde per E-Mail und auf Facebook und per WhatsApp und auf Instagram einladen. Und noch auf ein paar anderen Plattformen auch. Er hatte Tage gebraucht, bis er herausgefunden hatte, wie man das alles macht. So etwas Wichtiges brachten sie einem ja nicht bei auf der Himmlischen Akademie für Engel und Heilige. Aber schließlich hatte er es doch geschafft und hoffte, dass ganz viele Menschen kommen würden. Und so verging der Sommer und der Herbst wie im Fluge und dann war es draußen kalt geworden und regnerisch grau. In den Läden erschienen die ersten Spekulatiuskekse und die frühen Weihnachtsmänner und ganz plötzlich war es Dezember. Die Adventssonntage kamen und gingen und selbst der kleine Heilige verfiel wieder, wie jedes Jahr, in Weihnachtsstress und Aufregung. Aber dieses Mal fühlte
die Aufregung irgendwie gut an, wie damals in seiner Kindheit. Es war ein bisschen Lampenfieber, aber auch ganz viel Vorfreude. In allen seinen Vorbereitungen, seinen Planen und Geschichtenschreiben gab es dann aber auch einen Wermutstropfen. Ein paar Menschen, die ihm wichtig geworden waren in den letzten Jahren, hatten ihn in den letzten Wochen abgesagt. Es waren seine Freunde aus dem Haus, in dem er wohnte. Da war die alte Frau, die am Ende des Flures wohnte. Sie hatte ihm in seinem ersten Jahr in ihrem breiten Schwäbisch ein paar Gutzler vorbeigebracht. Und er erinnerte sich noch zu gerne an den schönen Weihnachtsabend, den sie miteinander verbracht hatten. Seit sie regelmäßig zur Dialyse musste und im Rollstuhl saß, kam sie kaum mehr unter die Leute. Es sei ihr halt alles ein bisschen viel, vor allem wenn da so viele Menschen und Kinder sein würden. Und diese moderne Musik, die sei ja auch immer so laut. Nein, er müsse bitte entschuldigen, sie würde nicht kommen. Auch die beiden jungen Männer von gegenüber hatten abgesagt. Es hatte eine ganze Zeit gedauert, bis die beiden den Mut gefunden hatten, ihm zu sagen, was er ja schon die ganze Zeit vermutet hatte. Die beiden waren nicht nur Mitbewohner in einer WG, sondern sie waren seit vielen Jahren ein Paar. Natürlich hatte der kleine Heilige sich gefreut, das zu hören, aber es war eben auch ein trauriges Gespräch gewesen, als sie ihm von Ausgrenzung und Diskriminierung erzählten und davon, wie schwer es gewesen war, als schwules Paar eine Wohnung zu finden. Und sie erzählten auch, wie es getan hatte, als man ihnen nahegelegt hatte, den Kirchenchor ihrer alten Gemeinde zu verlassen, als bekannt geworden war, dass sie ein Paar waren. Seither waren sie nicht mehr in der Kirche gewesen und sie würden auch dieses Jahr nicht kommen. Dass die nette Familie von nebenan, Flüchtlinge aus irgendeiner der Krisenregionen dieser Welt, nicht kommen würde, das war zwar schade, aber er konnte es verstehen. Die junge Frau hatte gerade ein Baby bekommen und so richtig verstanden sie immer noch nicht, was dieses ganze Weihnachten eigentlich bedeuten sollte. Ja, da wäre der Sohn Gottes geboren, das hatten sie schon gehört, hatten sie ihm erklärt. Aber wie Gott einen Sohn haben könnte, das verstanden sie nicht. Ihr Deutsch war zwar im letzten Jahr wesentlich besser geworden, aber was dieses religiöse Fest mit dem ganzen Konsum, den bunten Dekorationen und der allgemeinen Hektik zu tun hatte, das war ihnen vollkommen unklar. Der kleine Heilige schämte sich ein bisschen, dass er ihnen das nicht besser erklären konnte. Aber schon in der Heiligenschule war er im Fach Überzeugen und Missionieren von Menschen nicht wirklich gut gewesen. Er dachte einfach, dass die Menschen schon ihren eigenen Weg zu Gott finden würden. Und so kam es, dass der kleine Heilige ein Krippenspiel plante, aber keiner seiner Freundinnen und Freunde dabei sein würde. Dann war er da, der große Tag. Die Kulissen und das Orchester waren aufgebaut, die Kostüme lagen bereit, die Generalprobe vor 2 Tagen war total daneben gegangen, was wohl in Theaterkreisen als gutes Omen gilt, und alle waren sie zufrieden. Alles ging gut, bis es am Morgen des Heiligen Abends plötzlich zu frieren und heftig zu schneien begann. Zuerst hatte sich der kleine Heilige noch gefreut. Leise rieselte der Schnee und alles sah auf einmal ganz festlich aus. Als es dann aber weiter schneite und weiter fror, da fing der kleine Heilige an, sich langsam Sorgen zu machen. Obwohl der Herr Bischof und die Landtagsabgeordneten und Gemeinderäte kommen würden bei diesem Wetter. Was solle er machen, wenn keiner kommen würde? Ganz aufgeregt lief er in seiner Wohnung auf und ab, ob er in der Stadt anrufen sollte und fragen, wie die Straßenverhältnisse waren. Oder vielleicht doch lieber beten, dass das Wetter besser werden würde. Da klingelte das Telefon. Bestimmt einer der wichtigen Menschen, die er eingeladen hatte und der jetzt absagen würde. Jetzt, nur 2 Stunden vor der Aufführung. Ja, es waren wichtige Menschen, die ihm absagten. Die Schauspieler und die Musiker. Der Bus, in dem sie saßen, hatte eine Panne und bei diesem Wetter gab es keine Möglichkeit, dass sie noch rechtzeitig oder überhaupt zum Krippenspiel kommen würden. Er möge das bitte entschuldigen, aber das sei wohl höhere Gewalt. Der kleine Heilige war entsetzt und verzweifelt. Fassungslos starrte er sein Telefon an. Sicher würde er gleich aus diesem bösen Traum aufwachen und alles wäre gut. Kein Schauspieler, kein Musiker, kein Krippenspiel.
wo er doch all diese Leute eingeladen hatte. Was soll er denn nun sagen, was tun? Jetzt konnte er nicht mehr absagen, auch per Internet nicht. Eigentlich sollte er schon in der Kirche sein, um die Heizung anzustellen und das Licht einzuschalten. Es war eine Katastrophe. Verzweifelt ließ er sich in seinen Sessel plumpsen. Das Beste wäre wohl, wenn er die Kirchentüre einfach zulassen würde. Einen Zettel würde er hinmachen, auf dem stehen würde: Dieses Jahr fällt Weihnachten wegen Autopanne aus. Und dann würde er sich verkriechen und hoffen, dass dieses Weihnachten schnell vorübergehen würde. Tränen der Enttäuschung und der Frustration liefen ihm über das Gesicht. Da klopfte es an der Wohnungstüre. Auch das noch. Er wollte jetzt niemand sehen oder hören. Es waren seine Nachbarn, die alte Frau, das schwule Pärchen und die Flüchtlingsfamilie. Eigentlich hatten sie ihm nur ein paar kleine Geschenke vor die Türe stellen wollen, aber nun wunderten sie sich, warum er noch hier sei. Müsste er denn nicht drüben längst in der Kirche sein, wo sein tolles Krippenspiel aufgeführt werden sollte? Unter Tränen erzählte der kleine Heilige, was passiert war. Keine Schauspieler, kein Krippenspiel, aber egal, bei dem Wetter würde kein Mensch kommen. Und wen interessiert Weihnachten denn sowieso noch niemand? Erschreckt schauten sich die Nachbarn den kleinen Heiligen an. So hatten sie ihn noch nie erlebt. Er, der immer Hoffnung hatte und eine lustige Geschichte erzählen konnte, er, der sich immer so große Mühe gab, wollte einfach aufgeben. Die alte Frau war die Erste, die sich von ihrem Schreck erholte. Also, so schlimm ist der Schnee doch gar nicht. In meiner Jugend, als ich noch ein junges Mädle war, da hat's richtig geschneit. Bis zum Knie ist uns der Schnee gegangen und wir sind trotzdem in die Kirche gegangen. Und das machen wir jetzt auch. Resolut wie sie war, hatte sie beschlossen, dass sie alle zusammen in die Kirche gehen würden. Nein, Widerspruch wurde nicht geduldet. Die beiden jungen Männer sollten ihr mit dem Rollstuhl helfen, die Frau von nebenan sollte die Kinder warm anziehen und das Baby mitnehmen und der kleine Heilige sollte sich gefälligst nicht so anstellen. Es war ein kleiner Auszug aus Ägypten, der sich nur Minuten später zu Fuß und Rollstuhl auf den Weg machte hin zur Kirche. Als sie dann in der noch leeren Kirche angekommen waren, war es wieder die alte Frau, die die einfache Frage stellte: Warum soll man eigentlich nicht heute selber das Krippenspiel machen? Wir brauchen doch nicht irgendwelche Schauspieler, die uns von vergangenen Zeiten erzählen. Sie könne sich, so erklärte sie, noch ganz genau an die Krippenspiele ihrer Jugend erinnern. Und sie sei sicher, dass sie praktisch jede Rolle aus dem Stegreif spielen könnte, außer vielleicht die der Jungfrau Maria. Das würde man ihr in ihrem Alter dann wohl doch nicht mehr abnehmen. Aber alles andere, das wüsste sie noch und den anderen sollten eben improvisieren. Der kleine Heilige könne ja die restlichen Rollen spielen in wechselnden Kostümen und er könnte notfalls als Erzähler einspringen. Der kleine Heilige schaute entsetzt in die Runde. Das konnte doch wohl nicht ihr Ernst sein. Wie sollte er denn jetzt, praktisch kurz vor dem Weihnachtsgottesdienst, die ersten Kirchenbesucher kamen gerade, ein Krippenspiel produzieren? Mit Leuten, die eigentlich gar nicht erwartet hatten, hier zu sein, die nicht hier sein wollten und die keine Idee hatten, was sie hier eigentlich wirklich tun sollten. Doch als er dann in die gespannten Gesichter seiner Freundinnen und Freunde blickte und ihre leuchtenden Augen sah, da hatte er wieder auf einmal so ein Gefühl wie damals, als er sich auf den Weg gemacht hatte, ein kleiner Heiliger zu werden. Und auf einmal schien es ein bisschen heller zu werden um ihn herum. Vielleicht ging es ja gar nicht darum, was er vorbereitete, sondern das, was die Menschen selber erlebten und zu sagen hatten an Weihnachten. Ja, vielleicht war es ja gar nicht die große Show mit Theater und Musik und Licht und theologischem Wissen, die es an Weihnachten brauchte, sondern einfach nur die Geschichte, wie ein kleines Kind geboren worden war und mit diesem Kind Gott auf die Welt gekommen ist. Ja, das machen wir, beschloss der kleine Heilige spontan. Und während sich die Kirche langsam füllte, verteilte er Rollen, steckte die Menschen in Kostüme, die nicht passten und sagten alle noch schnell, wo sie stehen sollten. Sein Freund, der Musiker, der es mit seiner Frau doch noch geschafft hatte, sagte er, dass er einfach die altbekannten Weihnachtslieder spielen sollte, wie jedes Jahr. Und wenn seine Frau noch ein Trompetensolo spielen könnte, dann wäre das ganz klasse. Und so begann das Krippenspiel, nachdem die Gemeinde gesungen hatte: Herbei, o ihr Gläubigen. Es waren nicht viele Menschen, die durch den Schneesturm gekommen waren. Und der Gesang klang auch ein bisschen zaghaft und dünn.
Von den wichtigen, eingeladenen Menschen war natürlich keiner da, aber das machte nichts. Irgendwie schien alles zu stimmen. Die alte Frau hatte darauf bestanden, dass sie den Engel spielen wolle. Das sei die einzige Rolle, die sie nie hatte spielen dürfen, als sie noch ein Kind war. Mädchen können doch nicht Gabriel spielen, hatte es geheißen. Ha, denen würde sie es zeigen in ihrem Alter noch. Und so saß sie gleich zu Anfang in ihrem Rollstuhl einer völlig verängstigten jungen Flüchtlingsfrau gegenüber. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Soweit hielt sich die alte Frau an den traditionellen Text. Dann aber improvisierte sie los. Weisst Mädle, ich verstand schon, das ist alles ein bisschen zu viel für dich. Eine fremde Sprache, eine fremde Welt. Aber ich sag dir, Gott ist bei dir. Gott liebt dich und Gott hat tolle Pläne für dich und deine Familie. Denn du wirst eine Familie haben und es werden wunderbare Dinge geschehen. Eigentlich hatte die junge Frau gar nichts sagen wollen, aber ganz spontan antwortete sie langsam und in gebrochenem Deutsch, ja, Angst. Angst, ich habe oft. Aber hier nicht so viel Angst wie im Krieg, wo ich herkomme. Ja, wenn du sagen, dass alles gut wird, dann Hoffnung ich habe. Auch wenn ich nicht verstehe, was genau wir hier machen. Es war ganz still gewesen in der Kirche, als sie das sagte. Es war still geblieben, als die beiden, ihr Mann und die junge Frau, sich aufmachten, eine Herberge zu suchen. Der kleine Heilige hatte die Rollen der 3 Wirte selber übernommen, die Maria und Josef zuerst wegschickten und dann doch noch in den Stall lassen sollte. Nein, donnerte er ganz in der Rolle des ersten Wirts. Ihr kommt hier nicht hinein. Es fiel ihm sehr schwer, das zu sagen, aber er musste in der Rolle bleiben. Ich kenne euch nicht, womöglich führt ihr Böses im Schilde, habt irgendwas vor hier bei uns, wollt unsere Welt verändern. Nein, ihr müsst draußen bleiben. Nein, sagte er auch nach einem superschnellen Kostümwechsel als zweiter Wirt. Nein, ich will euch hier nicht. Ihr wollt mich doch eh nur betrügen und ausnutzen, mir das bisschen, was ich mir erarbeitet habe, wegnehmen, wollt euch in mein gemachtes Nest setzen. Nein, ihr müsst draußen bleiben. Es war ihm so schwer gefallen, das zu sagen, besonders als er die Tränen in den Augen der jungen Frau sah. Sie hatte solche Sätze wohl schon oft gehört. Er war froh, dass er nun den 3. Wirt spielen konnte. Na gut, dann kommt eben rein, hörte er sich sagen. Es wird zwar eng werden und schwierig, aber wir schaffen das schon. Irgendwie. Auch die beiden Hirten, die jungen Männer von gegenüber, waren furchtbar aufgeregt. Was machten sie beide denn hier? Schon vor langer Zeit hatten sie beschlossen, dass sie ihre eigene Welt aufbauen würden. Die Gesellschaft, die wollte sie nicht. Natürlich hieß es immer wieder, dass sie doch auch dazugehörten würden, dass sie angekommen seien in der Gesellschaft. Aber wenn es hart auf hart ging, dann war man nur unter seinesgleichen sicher. Eigentlich sollten sie jetzt im Club sein und tanzen und trinken und diese ganze Weihnachtsgeschichte vergessen. Keiner wollte sie doch wirklich dabei haben. Was würde die Gemeinde wohl sagen, wenn sie wüssten, dass sie ein Paar waren? Fürchtet euch nicht, sagte der Engel in Gestalt der alten Frau. Und dann war es schon wieder vorbei mit dem originalen Text. Ihr braucht euch nicht ausgeschlossen fühlen. Ja, ich weiß, die Gesellschaft ist nicht so, wie sie sein soll. Und womöglich wird es noch schlimmer. Aber schaut, dort drüben, da ist ein Kind geboren. Gott ist bei uns. Und schaut doch, eine Flüchtlingsfamilie, eine alte Frau, ein kleiner Heiliger, dessen Pläne nie funktionieren, 2 Musiker, die für ein ganzes Engelsorchester spielen sollen und eine kleine Gemeinde, mit der die Chöre der Engel singen. Und genau hier passiert das Wunder. Und es passiert, wenn ihr kommt. Wir sind alle diejenigen, die wir sind, mit unserer Geschichte, mit unserem Glauben, mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln. Und schaut uns doch an. Wir wissen doch alle nicht so genau, was wir machen. Wir können uns nur Mühe geben,
ein bisschen mehr wie die Figuren in der Krippe zu sein. Also geht jetzt darüber und stellt euch zu den anderen, damit die Kinder mit den Engelskostümen endlich rauskommen können. Irgendwie sah es dann ganz richtig aus, als da Maria und Josef, die Hirten, der Wirt Gabriel, der Verkündigungsengel und die kleinen Sopranengel in der Kirche standen und die Gemeinde Stille Nacht, Heilige Nacht anstimmte. Eigentlich hatte der kleine Heilige für heute die Szene mit den heiligen drei Königen auslassen wollen. Kaspar, Melchior und Balthasar hatten ja ihren eigenen Feiertag in ein paar Tagen. Und er hätte niemand gehabt, den er auf die Schnelle in die bunten Kostüme der drei Weisen hätte stecken können. Und wenn er nicht ein kleiner Heiliger gewesen wäre, der hin und wieder die Gegenwart Gottes spüren kann, dann hätte er diesen Teil des Krippenspiels verpasst. Denn gerade als die Gemeinde das Weihnachtslied anstimmte, öffnete sich zaghaft die Türe der Kirche. Es waren nicht 3, sondern 2. Und es waren auch nicht Könige und Weise, sondern 2 Obdachlose. Sie hatten das Licht in der Kirche gesehen und waren aus dem U-Bahn-Bahnhof, wo sie Schutz vor der Kälte und der Dunkelheit gesucht hatten, herübergekommen. Ganz leise. Ohne dass viele Menschen sie bemerkt hätten, setzten sie sich in die letzte Reihe und versuchten sich an die Gebete zu erinnern, die sie gesagt hatten früher, als es ihnen noch besser ging. Und nur der kleine Heilige sah es und verstand, dass da Menschen gekommen waren, die auf ihre Weise anbeteten und die Erinnerung brachten an das, was sie verloren hatten. Und so kam es, dass diese heilige Nacht ganz ohne Wunder auskam und ohne Engel. Und doch war da ein Wunder geschehen. Menschen waren zusammengekommen und hatten einander das erzählt, was sie von Weihnachten wussten. Nur mit der Vorbereitung, die das Leben ihnen gegeben hatte. Es war nicht ein auf wunderbare Weise perfektes Krippenspiel geworden. Aber es kommt auch nicht auf das perfekte Krippenspiel an. Weihnachten geschieht nicht nur an Weihnachten. Es geschieht immer dann, wenn Menschen zu Engeln werden, die mutig vom Glauben erzählen. Wenn sie ihre Angst und Unsicherheit wahrnehmen und dennoch Vertrauen lernen. Wenn sie sich gegen Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Neid stellen, auch wenn sie nicht wissen, wie sie es schaffen sollen. Wenn sie sich einladen lassen und Grenzen überwinden. Wenn sie Musik miteinander machen und lernen, miteinander fröhlich zu sein. Wenn sie Türen aufmachen, um hereinzulassen und selber hineinzugehen. Dann wird Gott geboren in der Welt. Mensch unter Menschen, Immanuel, Gott mit uns. Amen. Als wir diese Gemeinde angefangen haben vor ein paar Jahren, habe ich was für mich relativ Verblüffendes gelernt. Nämlich den Satz, Menschen haben unterschiedliche Geldbeutel. Und habe gedacht, ich habe doch nur einen. Aber in Wahrheit haben wir im Kopf so Fächer, wie in so einem Schubladenschrank. Und dann überlegen wir, ja, dafür kaufen wir Kleberkäsewecken. Und dafür kaufen wir ein Bild an die Wand und diesen und jenen Groschen stecken wir in die Kollekte. Und jeder macht es so mit Geld und jede. Und warum erzähle ich die Geschichte heute? Weil heute ein typischer Fall ist, wo ihr heute möglicherweise 2 Geldbeutel dabei habt, auch wenn das ganze Geld in einem nur steckt. Weil da hinten ist dieser wunderbare Tisch von unseren Freundinnen und Freunden von Gofa Sansibar. Schön, dass ihr da seid, Corinna und Renate. Und es gibt da so herrliche Dinge, wo ich pausenlos in Versuchung gerate und mir überlege, welchen Teil von meinem einen Geldbeutel ich da jetzt irgendwie liegen lasse.
Und dann gibt es diese Kollekte, die sieht aus wie ein brauner Krug, wenn man rausläuft rechts, und da kann man irgendwie auch Barschaft reinstecken oder es gibt ein Konto. Und damit füttern wir dann unsere Gemeinde und sorgen dafür, dass es nächstes Jahr wieder eine Krippensegnung gibt. Und jetzt dürft ihr einfach entscheiden, mit welchem eurer Geldbeutel ihr genau was macht heute. Danke, lieber Gott, für so viel Reichtum. Für Gaben, die auf Tischen liegen und für Gaben, die einfach nur ein gutes Wort sind oder eine Postkarte oder ein Anruf oder ein Gruß oder ein einzelner Teebeutel, den ich irgendjemand in den Briefkasten reinstecke. Der ist 3 Cent wert, aber vielleicht verschönert er einen ganzen Tag oder eine ganze Woche. Segne du den Reichtum, den wir haben. Und segne du die Armut, die herrscht. Bring du Heilung in die Welt. Sei du mit uns geduldig, wenn wir ungeduldig warten. Und setz dich neben die, die einsam sind und krank. Amen. Gott selbst macht das Tor hoch und die Türen weit für uns Menschen. Durch seinen Sohn Jesus Christus kommt er als Mensch zu uns. Er lädt uns ein, mit ihm Fest zu feiern. Und so essen wir mit ihm an seinem Tisch und trinken fröhlich mit ihm aus dem Kelch des Heils. Gott kommt zu uns, Königin und Heiland, Freund und Bruder, Vater und Mutter, voll Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Sie sucht nach uns, so wie Josef und Maria eine Herberge gesucht haben. Er kennt uns, unsere Sorgen und Nöte, unsere Schmerzen und Ängste, unsere Freude und unsere Hoffnung. Lasst uns unsere Herzen für ihn öffnen. Lasst uns von ihrer Liebe berühren und seinen Heiligen Geist in uns wirken, wenn wir seine Einladung hören. In Metropolitan Community Churches auf der ganzen Welt feiern wir dieses Fest als ein offenes Angebot. Und damit meinen wir, dass jede und jeder eingeladen ist, hier dieses Fest Gottes, denn es ist Gott selber, die einlädt, mit uns zu feiern. Und wenn ihr euch entscheidet, nach vorne zu kommen, dann bilden wir bitte einen Halbkreis hier im Altarraum. Vielleicht schaffen wir es heute sogar, einen Kreis um den ganzen Altar herum zu bilden. Mal sehen. Und ihr werdet ein Stück Brot in Form einer glutenfreien Hostie erhalten in einem kleinen Schälchen und eine halbe Traube. Wir konsumieren nachher diese Gaben gemeinsam und erhalten dann zum Abschluss einen Segen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns Gott Dank sagen. Ja, es ist wahrhaft, würdig und recht, dir, Gott, Schöpferin, immer und überall zu danken. Du bist durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns auf die Welt gekommen.
Durch seinen Tod sind wir von unserer Sünde befreit und durch seine Auferstehung haben wir das ewige Leben. Darum loben wir gemeinsam mit den Engeln deine Herrlichkeit. Wir beten dich an, so wie die Mächte und fürchten. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an, die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Und mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende: Heilig, 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 Gott aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosianna in der Höhe. Hochgelobt ist, der da kommt im Namen Gottes. Hosianna in der Höhe. Lasst uns beten. Jesus Christus, zum Fest der Liebe lädst du uns ein. Wir sind Gäste an deinem Tisch. Mach unsere Augen auf, dass wir unseren Blick nach oben richten, hoch, dass wir einander sehen. Mach unsere Herzen weit wie Tore, dass wir spüren, was andere brauchen. Du kommst zu uns mit deinem Licht und aller Herrlichkeit. Lass auch uns zum Licht für die Welt werden. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so erinnern wir uns. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, bevor er starb, da nahm er das Brot vom Tisch. Er dankte, er brach's und gab es den Seinen und sprach: Nehmt hin und esst alle davon. Das ist der Leib, der für euch zerbrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Er dankte, er gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Lasst uns gemeinsam das Geheimnis und das Wunder unseres Glaubens bekennen. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkommen, Christus ist in diesem Moment unter uns. Guter Gott, wir bitten dich, lege deinen Segen auf diese Gaben. Stärke uns in der Erwartung der Geburt deines Sohnes Jesus Christus. Lass uns die Vorfreude auf seine Geburt schmecken und die Hoffnung auf ihn erfahren. Amen. So kommt, es ist alles bereit. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
Der Herr segne euch im Advent. Er schenke eurer Seele Ruhe, um sich auf ihn auszurichten. Er lasse den Tau des Himmels auf euch herabkommen, damit sich euer müder Glaube erfrische. Er schenke euch die Geduld für sein Kommen, auf das ihr sehen werdet, wer er ist. Immanuel, Gott mit uns. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Gott, wir danken dir, dass du kein stummer Gott bist, sondern mit uns redest. Wir danken dir, dass du kein verborgener Gott bist, sondern als Mensch unter Menschen geboren wurdest und bei uns bleiben willst. Wir danken dir, dass du ein hörender Gott bist, dem wir alles anvertrauen können, was uns Freude und was uns Kummer macht, was wir uns wünschen und wovor wir uns fürchten. Amen. Lasst uns unter den Segen Gottes stellen. Gott segne euch und Gott behüte euch. Sie lasse ihr Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen und ihren wunderbaren Frieden.